Tief in den Hügeln der Ardennen steht ein vergessener Koloss aus Beton und Stahl. Das Fort Tancremont. Als Hitlers Truppen im Mai 1940 durch Belgien rollten, fiel Festung nach Festung. Doch dieses Fort hielt stand. Tagelang trotzte es dem deutschen Angriff mit nur wenigen 100 Männern. Warum kapitulierte die Besatzung erst, als Belgien längst gefallen war? Was ist heute noch erhalten und was erzählt uns dieser Ort über Mut, Widerstand und Vergessen? Wir steigen hinab in die dunklen Gänge und zeigen euch, was von einer der letzten Bastionen Belgiens geblieben ist. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian. Heute ist Mara wieder mit im Start und dann wisst ihr eigentlich schon, wir sind wieder im Bereich Belgien unterwegs. Und da brauche ich immer sehr gute Expertise. Deshalb unterstützt uns Mara heute auch. Melanie ist auch da, die ist allerdings noch im Auto, denn wie ihr sehen könnt, wir haben hier Kapuzen auf, denn es ist am Regnen. Ja. Normalerweise die ganze Zeit Hitze ohne Ende. Heute regnet es mal, aber auch das stört uns eigentlich gar nicht, weil wir gehen... Typisch belgisch. Genau, weil wir gehen nämlich heute mehr oder weniger wieder unter Tage, aber wir gehen heute hier in ein schönes Fort. Und zwar ist das Fort Tancremont, genau. Tancremont oder Fort De Pepinster. Genau, so, ja, richtig. Ne? Mara unterstützt mich da auch immer mal im Französischen, da bin ich weniger mächtig. Aber das wird heute richtig spannend, weil das ist jetzt ein Werk, was, sage ich mal, noch gut verschont wurde vom Krieg. 1940 rum haben die Deutschen mit dem Blitzkrieg hier einige der Stellungen überrannt und dieses Fort hat sogar noch sehr lange Widerstand geleistet, im Gegensatz zu den restlichen Forts sogar noch einen Tag nach der, oder 2 Tage nach der, Tage so ungefähr. Genau, nach der offiziellen Waffenruhe, beziehungsweise als Belgien aufgegeben hatte, hat dieses Fort noch weiter gekämpft. Das ist ein kleines, kompaktes Fort, das wurde um 1930 gebaut. Und wir sind auf jeden Fall 35, ne? 35, 37. Ja. Und mit der Kapitulation, das war auch so eine Geschichte. Die wussten das einfach nicht, weil die ganzen Telefonleitungen, die waren natürlich zerstört. Da hinten im Wald ist ja der Telefonbunker, da waren wir ja schon mal drin. Richtig, genau, das und der war ja, die ganzen Telefonleitungen, die waren gekappt. Und die mussten hier via Umwege nachfragen, ob sie sich ergeben durften. Die wussten das einfach nicht. Und ja. Ja, auf jeden Fall wird es heute einiges hier noch dazu geben an Informationen. Wie gesagt, Mara unterstützt uns. Hier werden wir auch gleich reinmarschieren in die Anlage. Wir haben ungefähr noch so 20 Minuten, bis das hier offiziell öffnet, das Ganze. Und das wird auf jeden Fall für uns ganz interessant werden, weil wir kennen ja, sage ich mal, viele Anlagen im Vergleich jetzt mal Chinot-Linien, die ähnlich aufgebaut sind, halt nur ja, im Lost-Zustand, wo halt viel schon geräubert wurde, ausgebaut wurde. Und heute sehen wir das Ganze mal, wie es eigentlich hätte aussehen können, solche Anlagen. Und deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns in dem ganzen Werk. Bis später. Ciao. So, wir sind jetzt gerade hier durchgekommen. Mara hat uns eben hier nochmal was erklärt. Das sind normalerweise, also diese Säulen, die ihr jetzt hier seht, die stehen normalerweise gar nicht hier, sondern das sind diese Content-Elemente drin für Panzerabwehr, beziehungsweise... Ja, die belgischen Tore, die kennt man ja unter belgische Tore. Ja. Was die Deutschen dann am Atlantikwall auch weiter genutzt haben, ja. um den Strand abzusperren. Aber Genau. zwischen den Fortifikationen und den Intervallbunkern war ja auch eine Panzerabwehrsperre oder immer. Und bei den Eingängen von den Dörfern und so, da hat man die Straßen damit abgesperrt. Und hier siehst du, wie gingen die Stahlkabel durch, Ja. womit die Content-Elemente festgemacht waren. Richtig. Die gibt es in 2 Ausführungen, das ist einer davon. Und die gehen tief in den Grund.
Ja klar, damit die ja auch nicht großartig bewegt werden, ne? Und auch da stehen bleiben. So, wir gehen jetzt eben hier rein. Ja. Hier ist nochmal was ganz spannend gewesen, das hatte uns Mara jetzt hier zum Anfang einmal erklärt. Und zwar, hier könnt ihr nämlich diese Betonleiste sehen mit den ganzen Haken dran. Da hat man damals auch Tarnnetze dran gemacht. Das Pendant ist da oben, das seht ihr noch irgendwie. Ja, da oben sind noch solche kleinen Teile. Das ist der Scheinwerfer. Ach, guck, und hier sieht man das auch mit den Scheinwerfern. Ja. Der ist auch noch drin. Das hatten wir euch auch mal gezeigt, aber hier sieht man das jetzt halt alles ganz wunderschön mal eingebaut. Die Ja, gucken wir uns gleich von drinnen an. genau. Und hier war die Panzerabwehrkanone. Oder ein schweres Maschinengewehr. Panzerabwehrkanone. Um den Eingang zu. Nee, Maschinengewehr ist das hier, richtig. Das ist das Maschinengewehr. Da sieht man noch so ein Kopf, diese Kugel, die schwenkbar gewesen ist. Aber interessant ist auch die Scharte. Ja? Bis zur Hälfte ist die von Richtig, Eisen. ja. Das ist auch so ein richtig Unterschied. dick. Ja. Ja. Das war zum Beispiel bei den italienischen Werken auch nicht so. Das ist komplett bis nach drin betoniert gewesen. Ja. Also ihr habt das jetzt hier gerade an dem Eingangsbereich gesehen. Hier für die Nahverteidigung. Und die Frage ist halt, warum ist das so tief? Da kommen wir gleich zu. Hier ist, guck mal, ein dickes, fettes Tor. Ja? Und hier sind die Schlösser. Kann man nochmal absperren. Ach, hier waren noch Hier welche hat man drin. noch ein Tor. Also man konnte das Stück schon 4-mal absperren. 4 einzelne Tore noch gewesen. Ja, hier kann man die Dinger rein. Und dazwischen waren Sandsäcke. Ach so, die haben sie einfach praktisch hier dann nur so reingelegt. Also hier war jetzt keine Mechanik mehr. Ne, hier gingen von die Stäbe rein. Ja. Und dazwischen wurde dann Sandsäcke reingetan. Also auf das Stück sind schon 4 Absperrungen. Ah. Und draußen ist noch ein fettes Tor und die Brücke, die man wegziehen kann. Und jetzt hier ist die Eingangsverteidigung. So, gehen wir ins Dunkle. Mara hat die Taschenlampe. Ich muss mal gleich noch rausholen. Hier konnte man auch Granaten rausschmeißen. Los, Granate. Das ist jetzt mal ganz schön zu sehen, weil ihr habt jetzt hier auch die Originalbeschriftungen halt, die man hier angefertigt hat. Die sieht man ja in solchen Lost-Werken auch nicht mehr. Und hier ist das Maschinengewehr dran gewesen. Das ist der Munitionslift. Jetzt können wir das auch mal sehen. Ihr könnt das immer mal ein bisschen vergleichen bei uns in den Videos mit der Maschinot-Linie. Deshalb ist das mal ganz Schau interessant mal zu sehen. runter, wie tief es runtergeht. Ja, wir haben jetzt auch wieder 20 bis 30 Meter. Ne? Ja. Eieieiei, das ist richtig krass. Aber es ist halt hier alles noch intakt. Ne? Ja, das geht noch, das funktioniert noch. Das ist Wahnsinn. Da kommt man nicht rein, aber hier ist der Scheinwerfer. Was wir eben von draußen gesehen haben. ja. Und hier um die Ecke geht es zu dem Maschinengewehr, zu dem schweren. Also gleich parallel. Da haben wir auch noch eine kleine Munitionssammlung davor. Und da ist, guck das Teil, Ja. das ist wie auf dem Schiff. Damit kriegt der Anweisungen derjenige. Ach so, Das ist wie auf dem Schiff. Die Geschützstände kriegen, das ist so ein Apparat, wo die Befehle mitbekommen. ach so, okay. Und dann kann man die mit dem Anzeiger bestätigen. Und guck mal, da liegen noch Motiere. Also, dass die gar nicht direkt angerufen wurden intern, sondern die haben einfach über dieses Gerät da hier die Ja, Zeichen das gegeben. klingelt dann so, weißt du, und in welchen Sektor sie zu schießen haben. So, wir gehen jetzt richtig weit nach unten. Also das sind jetzt so 20 bis 30 Meter gehen wir nach unten. Und was hier schon auffällt, ist, dass das Treppenhaus hier komplett anders angeordnet ist, wie jetzt im Maschinot-Werk. Weil da hat man ja ein ganz enges Treppenhaus gehabt. Minenkammer. Ja, hier konnte man den auch noch mal zur Not abschließen. Aha. Beim Eindringen von Feinden wurde diese Ladung gezündet, um den Zugang endgültig
unzugänglich zu machen. Dieses Verteidigungssystem war in jedem Gefechtsblock vorhanden. Aha, also hat man jetzt hier diesen Bereich praktisch gesprengt, damit, wenn Feinde hier drin sind, im Prinzip hier an der Stelle schon gar nicht mehr weiterkommen. Das ist auf jeden Fall... Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 6. Sicherung wahrscheinlich. Ja, stimmt, mit den Türen, ja. Genau, wenn man jetzt alleine die Türen hier mitberechnet, die immer wieder... 8, 9, 10 Sicherungen bis hier. Ja, genau. Ne? Also hier immer in diesen Nischen, hat man vorhin auch schon mal kurz erklärt gehabt, sind halt wirklich auch nochmal Paneele drin gewesen, um das zu sichern. So, das sind diese hier. Genau, hier sind sie doch, ja. Die hat man nämlich einfach jetzt hier reingeschoben und das einfach nochmal gesichert, das Ganze. Ganz interessant gelöst. Erster Raum für Belüftung, Ventilation und hier auch Stromaggregate verbaut. Aber hier merkt man auf jeden Fall, dass es nämlich wieder kühler ist. Ja. Weil. Ist kühl, ne? Ja, auch wenn das hier bewirtschaftet wird, aber man macht ja jetzt hier nicht irgendwie eine Heizung an. Das war jetzt zum Beispiel auch in den modernisierten Maschinowerken so, dass die da Heizelemente hatten. Ja, ist alles Versinderung hier. Ist alles versindert, weil hier oben Wasserleitung hergeht. Ja. Und hier unten in diesen Gängen, das sieht man nämlich auch immer in der Maginot-Linie, sind die halt alle hochgenommen. Ja. Und hier sind ja die Kabel drunter, das ist ja der Kabelkanal. Und deshalb läufst du da auch so blöd. Und hier sind ja jetzt die ganzen Steine und die Abdeckungen noch drauf. Und deshalb, Hier ist ja keine Räume drin. nee, deshalb ist das ja für uns, wie gesagt, mal ganz spannend, den direkten Vergleich jetzt mal zu sehen, wie ein Werk aussehen könnte, wenn es halt noch so gut wie intakt ist. Munitionslager, eines der 2 Munitionslager mit je 3500 Granaten. Für? Das steht jetzt nicht, Ja, das aber steht da ich denke mal für irgendwelche von den verbauten Kanonen. Ne? Also ihr seht schon, wie groß das Ganze hier ist. Und hier habt ihr jetzt solche Betonregale, wahrscheinlich auch aufgrund des Gewichtes. Und hier sieht man auch einfach mal, das ist ganz interessant, diese Grafik, auch alles handgezeichnet, ne? Ja. Was hier für Munitionsarten drin gewesen sind. Und hier unten, gucken wir, ein zweiteiliger Hebelraum. Oh hey, das ist doch hier für eine Kanone, ne? Ja, das ist von der 75 Hebelkanone. Das ist der Drehpunkt. Und ja, hier ist die Mechanik dran. Ja. Und hier ist das Kontergewicht dran. Mechanik. Kann man so ineinander stecken. Ja klar, damit man hat die ja auch irgendwie hier reingeschafft. Ja, ja. Man musste ja auch irgendwie installieren können. Und zum Gießen ist es besser, wenn du ihn zweiteilig machst. Aber guck mal, das finde ich auch immer ganz interessant. Guck mal, solche Zeichnungen, das ist auch alles noch von den Soldaten. Kontergewicht ist 30 Tonnen. Ja. Und das Ding hat Gewicht, ich weiß nicht, 250, 120 Tonnen. Aber das glaube ich nicht, ich glaube, der ist schwerer. Aber echt interessant hier mit den Figuren, die hier angemalt sind. Kühlpumpenraum stand da. Für Grundwasser wegzupumpen. Aber das ist alles noch toll zu sehen, diese einzelnen Maschinen. Eine Dekopplung. Ja. Funktioniert, also lässt sich zumindest alles bewegen. Hier ist auch ein Typenschild, das finden ja einige immer ganz interessant, weil da teilweise auch das Jahr draufsteht, aber hier in dem Fall nicht. Das ist jetzt nur von der Maschine selbst. So, wir gehen jetzt erstmal einen ganz langen Gang, mehrere hundert Meter jetzt in einen Bereich, wo wir damals gewesen sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wo wir diese Belüftungsvorrichtung gesehen hatten und ja, ich weiß nicht, ob die sich da irgendwie, wie die sich da reingearbeitet haben. Auf jeden Fall fehlt ein Stück davon und wir versuchen jetzt mal diesen Ort zu finden, weil das auch ein Bereich ist, sage ich mal,
den jetzt auch nicht jeder sehen kann hier. Müssen wir hier runter. Jetzt habt ihr auch schon mal einen kleinen Eindruck, wie riesig das Ganze ist. Ach du Krümel. Hier geht es ja auch noch mal richtig nach unten. Ne? Ja. Und hier an der Seite seht ihr, das ist auch weiterhin dieser Kabelschacht. Das werden wir nachher wahrscheinlich irgendwo sehen. Ja. Von da kam die Luft und wurde in das Fort reingedrückt. Und hier sind die Segmente für diesen ausschiebaren, Ja, stimmt. ausschiebaren Turm. Genau, diese Elemente, was ihr gesehen habt in diesem Video, der schon installiert gewesen sind, das sind jetzt einzelne Elemente davon. Wow. Und das ist, hier oben ist dann der Turm, ne? Ja. Krass, und das ist das, was ihr hier unten seht, das ist die ganze Belüftungsvorrichtung. Das ist der Lüfter, sag mal. Ja. Der Reservelüfter übrigens. Ja. Ach so, nicht das der ist nur die Hauptlüfter, Das ist Reserve. der Reservelüfter. Okay. Da, wo wir nachher rauskommen, da ist auch so genau das gleiche Bauwerk. Das ist der Hauptlüfter und das Okay. ist der Reservelüfter. Das ist, wo die Deutschen probiert haben, ganz oben Reinzukommen, ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da haben sie versucht, sich reinzuarbeiten, um hier irgendwo rauszukommen. Das ist aber auch krass, ne? Aber die wussten das wahrscheinlich auch nicht, dass das hier die Belüftung war. Guck mal auf die Riemen, ne? Fass das mal an. Das ist auch ja, Die richtig sind ein massiv. bisschen versprungen, die Ja. müssen eigentlich so rum. Aber krass, dass trotzdem noch alles. Dass da noch 2 Stück da sind, ein Ja. liegen noch andere. Das ist alles noch original. Ne? Ja, ich halte das mal so hin hier, dann könnt ihr das ungefähr sehen. Wahnsinn. Jetzt mal eben alles noch hoch zu der Glocke, die wir damals auch von oben gesehen haben, die so extrem beschossen wurde. Oh, das ist interessant. Opa. Bist du schon oben oder was? Ja, Okay. Brauch noch einen Moment hier. Das sieht alles ein bisschen enger, die Geschichte hier. für mich kein Wert, oder? Nee. Man kann sich hier sonst nicht abstützen, weil hier unten der Boden, das ist auch nur Holz. Da würde ich mich ungern draufstellen. Ich nehme das mal hier eben auf. Das ist dieser Maschinengewehrturm, ne? Und hier habt ihr auch diese. Geht die denn? Funktioniert die noch? Ja, ein bisschen. Kann ich so bewegen. Ja, eben. Wollte ich gerade sagen, die Mechanik ist hier noch drin. Hier habt ihr überall diese kleinen Luken, die man bewegen konnte. Das ist schon Wahnsinn. Sonst sieht man das, sage ich mal, auch immer. Ist es halt alles auch schon teilweise ausgebaut, ne? Solche Elemente. Aber das ist wirklich noch drin. Wahnsinn. Aber das Periskop ist draußen, ja, das ist nicht mehr drin. Nee. Ja, ja. Ja. Aber das war sowieso verkantet. Ja. Nee, das ist weg. Die haben auch die ganze, die Kabel haben es auch abgeknipst. Und hier ist so ein Gegengewicht noch. Und hier konnte man das Ganze auch noch bewegen, drehen. Wahnsinn. So. Jetzt gehe ich erstmal eben kurz runter. Und das lässt sich immer ein bisschen blöd machen mit der Kamera. Aber jetzt habt ihr mal einen Vergleich, wie gesagt, zu den Anlagen, wo das Ganze schon ausgebaut wurde. Habt ihr zwar auch noch die Kuppeln und so weiter, aber meistens die ganzen Geräte nicht mehr. Aber alles sehr, sehr eng, ne? Ja, man hat hier auf jeden Fall immer wieder diese kleinen Nischen, wo man diese Minen hätte platzieren können, auch jetzt hier in diesem Turm. Wenn es jetzt hier wieder möglich gewesen wäre, reinzukommen, dann hätte man auch hier eine Sprengung auslösen können. Also man hat sich hier schon echt gut abgesichert. Guck mal mit die Kamera. Schau mal. Ja. Siehst du das? Ja. Das ist noch genauso super wie zu Zeiten des Krieges. Ja. Schon 80 Jahre, 90 Jahre. Und dass man das Gas dicht abschließen konnte. Und das kann man immer noch. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ey. Ja. Aber die Toilette. Ja, übliche Toilette, ja. Aber diesmal auch mit
Deckel. Da konnte man den Bereich wenigstens zumachen. Ne? Also das hier ist für die Panzerabwehrkanone. Man sieht auch hier, wir haben so das Ganze gesichert, damit hier keiner reinkommt. Hier war auch ein Seilzug dran, um den Lauf zu wechseln. Und was hier richtig spannend ist, auch mit der Schießtabelle wieder, wo man sieht, wie lange sie halt gekämpft haben. 1940 Mai steht da drauf. Solche lustigen Karikaturen von den Soldaten auch. Ne? Viva Belgier, Belger. Das ist schon, das sind so richtige Zeitzeugnisse auch. Wahnsinn, sowas noch zu sehen, ey. So, wir gucken uns jetzt mal hier eine von diesen Kuppeln an. Auch hier habt ihr wieder die rudimentär zu erkennen, welche Munitionsarten man hier verwendet hat. Und hier geht es praktisch jetzt in den Turm. Hier gibt es auch Aufzüge, Lastenaufzüge. Die siehst du hier. Und hier geht auch hoch. Hier ist sogar noch. Das ist auch richtig krass. Ganzen Bezeichnungen. So. Ja, wow. Tatsächlich. Da ist sogar noch das alte Kabel noch aufgerollt. Ist halt nur gekappt, ne? Das war ja jetzt natürlich verbunden hier. Wenn man es nicht mit diesem Elektromotor machen kann, dann können die Soldaten das hier tun. Dann können sie hier per Hand kurbeln. Ne? Ja. Man hat also immer noch mal das manuelle System. Gleichzeitig, wenn aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr funktionieren sollte, automatisch oder beziehungsweise über die Maschine, konnten sie hier, da wahrscheinlich 2 Mann auf der Seite und hier 2 Mann und konnten dann immer noch die Last nach oben bewegen. Wahnsinn. Boah, der Tank auch alleine, ne? Das ist so diese ganzen alten Schränke, die ganzen alten Maschinen. Das ist wirklich, das nochmal so zu sehen. Ne? Auch diese, ne, ihr habt ja auch immer diese kleinen Schilder dran, die auch überall in den Anlagen, die lost sind, schon längst ab sind. Die habt ihr hier überall noch dran, die Bezeichnung. Wahnsinn. So, jetzt nochmal eben kurz einen Aufstieg für uns in den Turm nach oben. Ja, das ist aber schon wieder ein bisschen ähnlich, aber man hat auch immer hier die Klappen, man sieht das hier unten auf dem Boden, um Material hier auch durch diese Bereiche nochmal nach oben zu führen. Hier gehen auch die Kabel durch, hier sieht man das an der Seite. Auch hier gibt es wieder diese ominöse Minenkammer, wo man eine Sprengung hätte auslösen können, wenn hier der Feind aus irgendwelchen Gründen reingekommen wäre. So, wir sind jetzt hier den Turm hochgekommen. Da habt ihr wieder diese doppelten Türen, um den Bereich auch zu sichern. Ja, hier habt ihr auch nochmal einen Riss, wie das Ganze im Prinzip aussieht. Mit der Kanone. Und hier, was hier erstmal wieder toll ist, sind die ganzen Zeichnungen. Das finde ich immer noch mit das Spannendste, weil halt wirklich hier alles aus der Zeit halt ist. Und hier die ganzen Motoren. Das ist, für was ist der jetzt hier genau gewesen? Guck mal, hier hast du auch wieder eine Kurbel. Hier könntest du auch wieder manuell. Ist das gleiche, ne? Wie unten jetzt. Kann das sein? Nur auf der Etage? Ich glaube schon. Das ist doch auch für den Aufzug. Ich meine schon. Das ist die Tabelle für das hier. Aber ich meine, das muss auch für den Aufzug sein jetzt hier. Auf der Etage einfach nur. Aber ich will mir das Kontragewicht mal angucken. Ja. Mach das mal. Das Kontergewicht, das, was sie gerade meinte, das liegt hier hinten. Also wir haben hier schon den Bereich, nämlich jetzt von dem Kampfturm auf der Etage. Hier ist das Ganze miteinander verbunden und da hinten ist nämlich das Kontergewicht. Da hinten seht ihr schon diese einzelnen Platten, die übereinander liegen. Ja, Mara sagt, wir kommen ja gerade jetzt nicht hin. Das sind die einzelnen Platten,
Das ist dieses Gewicht. Und ja, das wird wahrscheinlich da auch gesichert sein. Halt da hinten. Okay, so, jetzt gehen wir mal hier. Wir haben uns gerade ein bisschen Also da geht's hoch. mal jetzt einzelne Segmente auch zu zeigen und vielleicht auch noch mal hierher zu kommen, weil das ist, hier gibt es so viel einfach zu sehen, Leute. Ne? Schon alleine, wie gesagt, diese Schriftzüge immer hier, das ist Hier ist die Maschine, guck mal. tatsächlich, ja. Das ist die Mechanik, womit die Kuppel gedreht hoch und runter wird. Das ist auch alles noch geschmiert hier. Das ist Wahnsinn, ey. Toh. Darunter, ja. Aber das sieht komplett aus wie die komplett anders aus wie die Türme jetzt im Vergleich Maginot-Linie, ne? Okay, wenn du die Kuppel nicht finden willst, musst du da rein. Ja, da ist eine Klappe offen, da ist das riesige Gewicht da unten. Aber das ist krass, das einfach mal zu sehen, wie es halt intakt ist, zusammengebaut, ne? Weil sonst immer viele Teile einfach ausgebaut sind. Aufgrund von Material, Metallen, Kupfer, was weiß ich, was da alles drin ist. Kenne ich mich jetzt im Einzelnen nicht aus, was die Metalldiebe sich da rausholen. Aber hier sieht man jetzt wirklich nochmal, wie das Ganze scheint halt... Elektromotor zu sein. Oh, wie super das doch alles ist. Guck mal. Ja, krass. Was anderes fällt einem in dem Moment auch nicht ein. Guck dir mal diesen Schaltschrank an. Hier. Ja, Ja, der ist ja richtig antik. das ist ja wohl der Hammer, oder? Guck mal, hier steht noch Spannung drauf. Das ist ja witzig. Ey, komm mal nicht gegen, Das weil da ist- steht noch Spannung drauf. Ich denke, dass der klar. Zeiger hängen geblieben Aber ist. guck mal, hier oben haben sie auch noch mal, keine Ahnung, so einen Seilzug. Das ist ja... Oh ja, guck! Das Ölbad. Kann man damit erzählen. Und dann setzt du die Kontakte im Ölbad. Ah, jo, hier ist so eine Ölwanne hier unten. Ja, Ach so, stimmt, deshalb hier der Seilzug an der Seite. und hier ist die Verriegelung, oder wo man den einhängen kann. Oh, ey, guckt euch das. Also Leute, das ist richtig antike Technik hier. Also ich bin so begeistert. Also ich habe zwar auch, sage ich mal, nur begrenztes Technikwissen in diesem Bereich. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Deshalb ist auch Mara hier mit am Start, um die eine oder andere Sache zu erklären, weil sie auch selber am Schrauben ist. Aber ich bin alleine fasziniert von dem Design. Das ist so klasse. Das sieht fast aus wie... Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Punkt. Richtig, ja. Hier hat man die Munition praktisch in diesen Aufzug gebracht und dann hier mit den Wagen hier angeliefert, sage ich mal, auf diese Station. Wenn es irgendwie nicht klappt oder Equipment, hat man hier noch stehen lassen. Ja. Vom Distributeur. Das ist die Mannschaft, die Munition distributiert. Okay. Also namentlich ist die hier noch erwähnt, die Mannschaft. Ja. Krass, hä? Das stimmt, das ist wirklich Wahnsinn. Hier konnten sie ihre Dinge hängen, ihre Uniformen oder Equipment. Ja, und vor allen Dingen alles so wieder schön gemalt. Ja, Wahnsinn. alles handgemacht. Und geht auch noch weiter. So, ich bin jetzt hier noch mal runtergegangen, weil hier sieht man nämlich jetzt ganz gut diesen Munitionswagen, der hier rangeführt wurde, weil ihr habt jetzt nicht wie in Frankreich oben mit diesen ganzen Laufkatzen, mit diesem Schienensystem an der Decke, sondern hier ist wirklich dieser Materialaufzug. Hier kam dieser Wagen rein, ihr seht das hier unten, und hier ist nämlich diese Kante hier oben, wo das dann luftdicht oben an den Turm praktisch verschlossen wurde. So, hier geht auch noch alles. Das ist nämlich komplett ein anderes System, wie wir das jetzt in der Maginot
in den Maschinot-Anlagen gesehen haben. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. So, wir gehen jetzt nochmal ganz in Ruhe nach oben, weil hier auch jetzt gerade ein paar Menschen drin gewesen sind. Oben, da kann man jetzt auch nicht weiter und das ist ein bisschen für das Video unzuträglich. Deshalb, wir gehen jetzt nochmal ganz in Ruhe nach oben. Jetzt mal wieder hier oben drin. Uiuiui. Das ist auch alles nur noch Holz hier, ne? Bist du noch ganz oben? Ja. Okay, ich bin eine Etage weiter unten. Ich komme gleich hoch. Man kann die Kanone hoch und runter drehen, ne? Oh, habt ihr das gehört, Leute? Die Kanone kann man hoch und runter drehen. Wahnsinn. So, Leute, ich gehe jetzt hier eben einmal nach oben. Das wird jetzt ein bisschen eng hier. Ja, das ist wirklich eng. Aber es gibt noch eine viel engere Stelle bei diesem Fort. Ja? Und zwar der Ausguck beim Mortier. Da ist noch enger. Okay. So. Dann gehen wir mal einmal hoch. So, Leute, es wird jetzt ein bisschen dunkel sein jetzt hier, weil ich kann jetzt leider kein Licht anmachen. Ja, ich kann Licht anmachen, aber das blendet dann noch. Das blendet dann die Kamera, ja. So, das haben wir nämlich bisher nie wirklich geschafft, mal in einen Turm richtig hoch zu gehen, weil immer diese Zwischenelemente aus Holz waren und dann hat man da keinen Tritt mehr. Aber hier, ich bin ja schon an der Wand dran, Leute, ne? Das ist richtig krass. Das ist so eng. Oh. Und mit der Kamera. Wow. Junge. Wie viele Leute waren denn hier oben drin? Wie viele Soldaten, wie viele Schützen? Die Eins Bedienung. weiß ich sicher, man kann die hoch und runter drehen noch. Ja, warte, lass mich mal eben kurz hochkommen, damit ich das hier richtig jetzt mal aufnehmen kann. Müsste mal wieder geschmiert werden. So, und das, Hier saß der Lichtschütze wahrscheinlich drauf. Der hat nämlich hier auch noch seine ganzen Optiken und so. so, warte mal. Machen wir jetzt mal die Leuchte an hier, damit wir ein bisschen mehr sehen oder so nicht. So, das sieht ja schon besser aus. Wow. Hab ich dir zu viel versprochen oder zu wenig? Nee, also das ist wirklich krass, weil man hier sonst im komplett ausgehöhlten Turm normalerweise sitzt und hier hat man noch so viel drin. Guck mal, Ja, das ist ja normalerweise das Problem. Das sind diese Paneele, die Zwischenböden, die sind immer aus Holz und die faulen halt mit der Zeit weg und dann kannst du hier auch nicht mehr richtig hoch. Oh, man hört es sogar knacken. Ja, mal wieder geschmiert. Oh, Junge. Aber du siehst hier das Getriebe gehen. Aber das untere Getriebe da ist auch ziemlich verrostet. Das wird es, aber hier, das geht. Das ist geschmiert. Ja, ein bisschen kann man es da erkennen. Aber jetzt geht's auf. Krass. Und hier nimmt man die weg. Okay, also hier kommt die Guck mal Munition. da rein, dann siehst du das. Erklärt sich das. Ah, ja, hier unten. Hier unten ist so ein kleiner Spalt. Ich muss gucken, ob ich die Kamera irgendwie drehen kann. Das ist heute alles ein bisschen gezappel, aber hier ist es auch alles mega eng. So, da könnt ihr das sehen. Das sind diese komischen Greifer, die Munition hier hoch befördern. Dann rollt die hier hin bis an diese Blende hier und dann kann die genommen werden. Jetzt haben wir es gefunden. Und hier ist ein. Das ist ein Knopf für irgendwas. Ja, und so haben wir schon ein paar gesehen davon. Hier auch. Ja. Vielleicht gehen dann hier die Klappen auch auf. Vielleicht war hier waren ja auch Klappen drauf, keine Ahnung. Aber da kommt die Munition raus und dann wird die handmäßig da oben rein. Dann ist hier 1, 2 Leute und hier 4 Leute auf der 4 Leute, also das ist Ja. Leute. Und wer weiß, ob noch jemand drin Also ist. 4 Mannschafter, 4 Bediener waren auf jeden Fall hier oben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also wir beide haben jetzt hier schon Probleme, uns hier hin und her zu bewegen.
Das muss richtig eingespielt gewesen sein, damit man das auch richtig bedienen kann. Weil hier ist es jetzt auch so, dass das Ding ja im Gefecht war. Ne? Also hier gab es Kampfhandlungen. Hier ist die Elevation und da Und ist Einrichten. genau, und hier hat man wirklich, sage ich mal, das Ganze auch bedient und geschossen aktiv. Ne? Das ist auch mal ein klarer Unterschied, den man benennen muss. Leute, ich bin jetzt in einer ganz blöden Position. Total. Hilfe. Es ist alles mega eng hier. Also hier sollen Leute durchgehen. Also das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht. Das macht hier so einen Bogen. Wo bin ich denn hier dann? Was mache ich hier schon wieder? Also noch höher komme ich nicht. Ich stecke dann auch irgendwann fest. Ich weiß nicht, was hier hinten ist. Ich glaube, das ist nur so, ja, da bin ich ja über der Kuppel schon. Da bin ich ja schon draußen. Ich bin hier schon draußen, Leute. Ich gehe nicht weiter, ich komme hier nicht mehr zurück. Es ist total eng. Okay. Also da bin ich. Über der Kuppel einfach, Leute. Also zwischen der Kuppel, in diesem Kranz, wo die Kuppel praktisch drin liegt. Das ist so eng hier, Leute. Guck mal hier. Hier geht es gerade wieder, aber oben macht es so einen Knick. Da kommt man überhaupt nicht mehr durch. Achtung, Schatz, hier kommt ein Haufen Material runter. Also der Turm hat es wirklich in sich. Das muss ich schon mal so sagen. Ja, also das ist so ein Platz, wo man ständig im Gefecht hin muss. Wenn man dann halt mal sieht, wenn alles komplett drin ist, wie eng alles auch ist. Also ich bin hier da oben so ja, außerhalb des Turmes schon, aber immer noch in dieser Kuppel so komisch drin. Jetzt zeige ich dir auf den Plan, wo du da gewesen bist. Krass. Boah. Das ist wirklich Ja, hier Wahnsinn. macht man die Munition rein. Ne? Ach, hier ist das jetzt mit dem, genau, hier sehen wir das. Das ist jetzt mit dem kleinen Munitions... Und hier sind die Greifer, die Genau. dann fassen. Ja. Dann, guck mal, hier tut man einen rein, dann macht man das so hoch, der rollt die da hin. Und dann die nächsten Zacken, hier sind die Zacken, die nächsten, die vorbeikommen, nehmen die mit nach oben. Und wenn der Motor nicht läuft, So, jetzt ist dicht. wenn der Motor nicht läuft, dann kann man hier mit der Hand hin. Ja, richtig, hier geht er noch. Das ist so krass, dass man jetzt hier mal wirklich Sachen sehen, die funktionieren halt noch. Ne? Der Munitionslift, guck mal, der funktioniert. Ja. Der Lift, da können wir hier schön per Hand sich jetzt totkurbeln und die Munition nach oben befördern. Ja. Wahnsinn. So, also hier ist jetzt Mörser, richtig? Ja, das ist der Mörser. So, wir haben jetzt hier einzelne kleine Munitionsaufzüge. Ne? Ja. Die sehen wir jetzt hier unten schon. Das heißt dann immer Noria. Ja, das ist Französisch Für einfach. Oder so. Ja. Und hier werden hier die eingelegt? Ja. Tatsächlich. Das ist praktisch wie bei so einem Revolver einfach nur. Ja, und die drehen sich dann hier so rein und dann werden die mitgenommen. Ja. Und den nächsten kann man schon reintun. Der eine geht hoch, dann schon wieder der nächste. Und hier kommt das Munitionsmagazin. Kann man ja hier auch reingehen. Ah, hier werden sie dann durchgereicht. Okay, dass man jetzt guckt. Ich gebe dir jetzt die Munition und du tust die dann da rein. Ja, kurze Wege, hier kommt die Munition raus. Derjenige, der hier steht, führt sie hier ein und klack, 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 geht das Ganze hier nach oben. Hier
ist der Mörser. 2, 3. 3 Stück hat man hier. Wahnsinn. Hier kommen die nach oben. Ne? Hier sind die kleinen Aufzüge, von denen wir gerade eben gesprochen hatten. Ja. Hier kommen die einzelnen Granaten hoch und dann kommen die hier praktisch in die Mörser. Wahnsinn. Funktioniert der hier auch noch, wenn du hier drehst? Muss mal auf die Seite gehen, ob das noch funktioniert. Kannst du das mal versuchen zu bewegen? Geht das noch? Den kann man nur hin und her. Ne? Ach so. Den kenn ich. Ja, da fehlt die Übersetzung. Den kann man nur hin und her. In der Elevation geht der nicht. Ja. Weil das macht man mit der Treibladung und mit der Vorspannkraft von diesem. Ja. Wie weit er schießen soll, stellt man die hiermit die Vorstellkraft ein. Und das wird wahrscheinlich hiermit. Kann man gucken? Ja. Mit Ja, diesem Getriebe tatsächlich, ja, passiert. ja. Damit stellt man die Vorspannkraft von diesen Dämpfern ein. Und dadurch kann man einstellen, wie weit er schießt. Der Winkel ist immer derselbe. Also hier ist jetzt nochmal zu erwähnen, das sind jetzt hier die Mörser, die damals auch, wo wir in dem letzten Video oben standen, die im Prinzip diesen Belüftungsschacht, diesen Zugang beschossen hatten, als die Deutschen dann an der Stelle angegriffen haben. Das sind genau diese Geschütze auch, die bis dahin entsprechend das Ganze unter Feuer genommen haben, wo die Deutschen dann auch Probleme hatten, weiterzukommen. Also wir können es noch mal eben kurz sagen, hier sind ja diese 3 Aufzüge, hier sind 2 und da ist einer. Und hier hat man nämlich diese Ummantelung bei denen noch abgemacht, das ist mir beim Hochgehen nämlich aufgefallen. Hier werden nämlich die einzelnen Granaten drin gestanden haben. Hier sieht man das nämlich mal geöffnet. Und die anderen beiden, wie gesagt, die sind halt hier voll verblendet. Hier war wahrscheinlich der Telefonverteiler. Ah, wow. Das musst du als Foto nehmen. Das sieht cool aus. Mai 1940. Und das waren hier wieder die entsprechenden Personen, ne? Ich weiß es nicht. Weil hier sind jetzt sogar noch welche, die sind nur mit Bleistift geschrieben. Das ist hier auch alles noch nicht fertig. Dann hat man auch irgendwann aufgehört. Guck mal, hier ist auch wieder was, ne? An der Seite, hier in der Wand. Ja, um hier alles gut in Bild zu bringen, musst du hier eine Woche drin sein. Ja. Hier kommen wahrscheinlich die ganzen Telefonleitungen noch rein. Hier, guck. Ja, aber dass dann teilweise die Kästen und so weiter noch erhalten sind, ne? Ist ja auch schon viel wert. Also wie gesagt, das ist so umfangreich, Leute, ihr merkt es ja selber, ich kann auch kaum was kommentieren, weil hier geht es hier wirklich Schlag auf Schlag. Das ist einfach so viel, auch diese kleinen Sachen, kleine Zeichnungen, so eine Menge Technik. Hier sieht man es auch noch mal. Hier ist auch schon wieder irgendwie, guck mal, hier ist ein richtiges, wie sollte das ein richtiges Gemälde werden? Was ist das hier? Oder ist das ein Abdruck von einer Zeitschrift? Hä? Guck mal, hier steht Le Printemps. Das sieht aus, als ob hier mal eine Zeitung dran war. So ein ganz komischer Abdruck. Elektrisch, ja. Ja, jetzt kommen wir ins Herz der Maschine. Technikräume. Boah. Krass. Diese alte Technik. Nicht mit Zylinder, mit Zylinderringe. Wahnsinn. Also 3 Zylinder Langsamlaufmaschine. So, hier ist nämlich dieser Kanal, dieser Turm mit der Belüftung. Ja, Mara steht jetzt in der 2. Etage und das war
der Turm, wo die Deutschen praktisch von oben da rein wollten. Da haben die da oben praktisch mit so einer Lanze das aufgemacht und wollten hier über diesen Einstieg in das Werk nämlich rein. Aber auch hier wäre praktisch so eine Mine platziert gewesen. Hier hätte man jetzt an der Stelle auch das schon wieder sprengen können. Hier sind noch Ersatzteile. Hier wäre das mit der Luft. Hier wäre die Luft durchgegangen. Und hier oben war jetzt noch eine weitere Etage. Hier stehen noch mehr Segmente davon. Ja, zum Austauschen. Ne? Ja. Und hier ist der Antrieb für das Ding 18 Meter in die Luft. Ach, um das auszufahren. Ne? Ja. Ja. Ist auch mit einem Elektromotor oder Desmos. Dass man es auch wieder manuell machen kann, ja. Wahnsinn. Ja. So, wir sind jetzt erstmal raus. Das war es jetzt erstmal mit dem Video. Wir kommen durch, ehrlich gesagt. Die Anlage war halt entsprechend groß, obwohl es halt eine kleine Anlage war. Aber ja, also es ist wirklich atemberaubend. Hier muss man wirklich noch 2-3 Mal hin, um wirklich alles zu sehen. Weil man läuft ja hier alles ab, die ganzen Etagen, die ganzen Treppen. Das ist wirklich so viel und auch die kleinen Zeichnungen überall. Also hier braucht man deutlich mehr Zeit wie ja, ein Tag, wobei das Vorhalt von 13 bis 17 Uhr offen hat. Und ich glaube 7 Euro war Eintritt. Das ist für jeden was, also das lohnt sich hier wirklich mehrfach hinzufahren. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Mara hat uns hier wieder auch einen richtig guten Einblick gegeben, konnte uns echt viel erzählen. Und wir werden sicherlich noch 1 oder 2 Mal hier sein, um das Ganze halt noch mal mehr für euch aufzunehmen. Ja, das war's mit dem Video. Schaltet das nächste Video ein, was hier auf dem Kanal gezeigt wird. Und lasst uns einen Kommentar da würden wir uns sehr drüber freuen und ein Like. Und wie gesagt, abonniert gerne diesen Kanal, dann seid ihr auch auf dem aktuellsten Stand, wenn ihr die Glocke noch drückt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!